Ja. So ist unsere Gruppe angewachsen, gell? Zumindest für einen Tag. Ja, letzter Tag hier in Lee. Wir fahren jetzt mit einer Gruppe, die heute hier ist, auch zusammen. Und wir splitten uns dann in Pangam. Ja, nochmal da rein noch. Also hier erstmal unsere 2 Guides. Vielen Dank an euch Jungs, war echt toll mit euch. Ja, das ist jetzt die neue Gruppe, die die nächste Tour übernimmt. Und wir hatten noch einen Vormittag Zeit. Hier ist übrigens der Flughafen, Hochsicherheitstrakt. Hier ein indisches Militärmuseum, Hall of Fame. Ja, also wie gesagt, wir fahren mit dieser Truppe, das sind lauter nette Inder gewesen. Jetzt hier noch am Vormittag auf die Übergabetour sozusagen. Am Nachmittag wollten wir dann das Motorrad abgeben und dann war es das auch für uns. Hier links unten, erst einmal hier diesen Überholer, also krasser geht's glaube ich gar nicht mehr. Hauptsache er sieht nichts und überholt, aber sei es drum. So, hier sind wir jetzt unten an dem Zanskar River, der dann in den Indus hineingeht. Wir splitten uns, die Gruppe fährt wieder zurück ins Hotel und wir fahren mit einem Guide in das Zanskar Valley. Hier ist der Hindu River, der hier sozusagen über das Eck da weiter ins Tal fließt. Und aus diesem Tal hier raus, das ist das Zanskar Valley, fließt der Zanskar Fluss. Und da werden wir jetzt in der kleinen Gruppe diese Straße dahinter fahren, ein paar Kilometer und dann schauen wir uns dann vielleicht noch ein Kloster hier an. Das ist jetzt ein bekanntes Mittagessen. Maggi, bisschen würzig, little bit spicy. Gut, oder? Ist schon spicy. Spicy. Ja, das Tal ist wunderschön und wir rollen einfach mal dahin. Ja, man sieht schon hier den einen oder anderen Felsbrocken, der hier schon mal auf der Straße rumliegt. Ja, hier sieht man jetzt Manali, 400 und ein paar Kilometer, es ging jetzt recht schnell. Also wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, jetzt hier über das Zanskar Valley, wir hätten es versuchen können, nach Manali zu kommen. Manali ist ja die Stadt im Süden, die wir ursprünglich mit der Tour eigentlich anfahren wollten. Das ging ja nicht, wir sind ja jetzt hier in Lee festgehängt oder hängt da noch fest. Und ja, dann fahren wir einfach mal weiter und dann schaut euch das hier nochmal mit an. Ja, die Felsformationen werden immer schroffer und bedrohlicher. Auch der Zanskar-Fluss hat da irrsinnig viel Strömung. Ja, man hat immer den Blick nach oben, kommt da irgendwas runter. Wie man hier auf der Straße sieht, ist das nicht ganz ohne, also da kommt immer wieder mal was. Wir hatten echt das Glück, dass wir da nicht getroffen wurden. Ich habe immer gesagt, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dann hätte er es hier vorbei sein lassen können und das muss man einfach immer im Hinterkopf behalten. Herrgott, du Arsch! Fahrt auf mich zu, der Volldepp! Ja, dass auch manchmal die Emotionen mit mir durchgehen, möge man mir verzeihen, aber in der Situation rutscht es einem halt einfach einmal so raus. Fahrt genau auf mich zu! Ja, also die Situation hier wird nicht besser, im Gegenteil, das wird immer schlimmer. Und wir haben entschlossen, dass wir jetzt wieder umdrehen. Das wird uns einfach zu heikel, zumal es jetzt auch noch zum Regnen hier anfängt. Das war jetzt richtig eine gruselige Situation. An diesem Punkt sind wir gerade vor ein paar Minuten vorbeigefahren, haben dann umgedreht und hinter uns war ein Erdrutsch und wird gerade freigeräumt.
So, und der fährt auch wieder auf den Toni zu, dem gehen jetzt auch die Nerven durch. Ja, wir schauen also, dass wir jetzt hier rauskommen und dass wir jetzt unsere Motorräder abgeben und dass das dann, wie wir denken, gut war. Ach so, ja, übrigens, unser Guide hat vorher schon umgedreht. Ich habe ihn zwar nicht ganz verstanden, aus welchem Grund, aber der war dann nicht mehr da. Ja, hier eine Zansker-Schlucht, eine gewaltige Natur. Berg darf man wirklich nicht drauf schauen. Überall Geröll, bis auf die Straßen. Ja, um das vorwegzunehmen, wir sind gut in Lee angekommen, haben dann danach unsere Motorräder übergeben, haben uns von unseren Guides verabschiedet und sind am nächsten Morgen zum Flughafen gefahren. Ja, wir sitzen jetzt am Flughafen in Lee. Das ist ein ganz kleiner Flughafen und viele Flüge sind storniert, wetterbedingt. Und jetzt hoffen wir, dass unser Flug nach Delhi heute geht. Der hat jetzt auch schon mittlerweile 1,5 Stunden Verspätung, aber es macht nichts, Hauptsache er geht. Also momentan steht er noch auf Delay und dann hoffen wir, dass wir dann auch wegkommen. Ist gecancelt wegen schlechtem Wetter. Angeblich soll morgen früh wieder ein Flug gehen. Ja, Flug wurde gecancelt wegen schlechtem Wetter. Es hat unser Mönch nur geholfen, dass wir ein Ticket für morgen früh kriegen. Und jetzt, wie ihr seht, fahren wir wieder mit dem Taxi zurück nach Lee in die Stadt. Morgen früh nehmen wir den nächsten Anlauf. Ja, hier der Flugradar, da wo der Kreis ist, sind wir und aktuell flog da also kein Flieger hin. Ja, damit die Stimmung nicht ganz in den Keller geht und wir gut gelaunt sind, haben wir uns leckeres Frühstück bestellt und waren auch in einer German Bakery, die ganz leckeren Kuchen dort serviert haben. Und natürlich einen leckeren Cappuccino. Das Wetter bessert sich, heute ist Donnerstag, der 4. September. Ja, folgender Status ist, wir sitzen hier in Lee fest, weil unser Flug von hier, von Lee nach Delhi nicht ging die letzten Tage. Wie ich ja schon berichtet habe, war das wahrscheinlich wettermäßig die Ursache, dass wir hier nicht raus konnten. Und wir haben jetzt ein Ticket, das frühestmögliche Ticket buchen können für den Flug von Lee nach Delhi über die Gesellschaft Indigo. Das funktioniert ja auch online wunderbar. Das haben wir jetzt gebucht. Den Flug, den wir schon gebucht hatten, der ist verfallen. Wir versuchen da unser Geld auch wieder zurückzubekommen. Aber erstmal ist wichtig, wie gesagt, morgen soll es losgehen. Ja, jetzt ist Folgendes passiert, dass heute Nacht, Donnerstag, der 4.9., mein regulärer Rückflug von Delhi nach München ging mit der Lufthansa. Das hatte ich schon bezahlt, das Ticket. Was jetzt erschwerend hinzukommt, dass man da zwar umbuchen kann, ich aber noch nicht sicher weiß, ob morgen auch wirklich der Flieger hergeht und ob auch eine Umbuchung schon fix gemacht werden kann. Ein bisschen frech finde ich es, dass diese Umbuchung für einen Flug jetzt bei 1.300 € anfängt. Ich habe für den Gesamtflug München-Delhi, Delhi-München 950 € bezahlt. Also da sollte sich mal die Gesellschaft überlegen, ob man wirklich so mit Kunden umgeht. Aber das nur am Rande hier. Ja, wir haben gestern den Tag in Lee, diesen Leerlauftag gut verbracht. Wir haben die Stadt nochmal besichtigt. Wir haben diese Stupa, dieses buddhistische Denkmal am Berg oben besucht. Das war super. Jetzt haben wir heute noch einen Tag, den werden wir sicherlich auch schön verbringen. Jetzt sind wir hier in einem neuen Hotel. Wunderbares Hotel. Wir haben hier dauerhaft Strom. Wir haben hier gutes Internet. Wir haben sogar warmes Wasser. Also das sind alles so Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Die zwar bei uns zu Hause selbstverständlich sind, aber hier in Indien nicht selbstverständlich sind. Und die man dann auch wirklich wertschätzt. Ja, das war es jetzt soweit hier aus Lee.
Ich denke, ich habe soweit alles berichtet. Ich bin hier oben auf einer schönen Dachterrasse des Hotels. Ich würde also auch sehen, wenn die Flieger hier reinkommen. Und dann drückt uns mal alle die Daumen, dass das gut geht und dass wir morgen auch den Heimweg antreten können, weil ab Montag wartet der Arbeitgeber wieder auf mich. Hey Leute, ich möchte euch was zeigen. Hier kommt der Flieger. Da ist ein Flieger. Hey! Ich habe mich schon lange nicht mehr auf so einen Flieger gefreut. So Leute, wir stehen jetzt hier am Balkon wie die zwei alten Herren von der Muppet Show. Und wir beobachten die Flieger. Und jetzt soll eine Air India oder es kommt eine Air India Von links irgendwo. von links irgendwo aus die Bäume raus. Ah, da fliegt sie. Da fliegt sie, hier oben. Da fliegt sie. Ah, tut das gut, hä? Ah, Rettungsflug. Toni, das tut gut, Ah, oder? Wir werden gerettet. Ich weiß nicht, ob ihr den seht, aber für uns ist das eine Wohltat, Das sieht man, einfach glaub zu ich, sehen, dass jetzt Flieger reinkommen. Der Flughafen ist hier hinter den Hügeln. Irgendwo da hinten. Ja, Da muss eine Schleife drehen. der muss eine Schleife drehen, sonst kommt er hier sonst nicht runter. So, und bei meinem Dachterrassengang hier in Lee habe ich jetzt noch was entdeckt. Das ist, bitte ist keine Kritik, das ist halt so, wie es ist. Aber ganz interessant ist, da drüben ist ein Neubau, da entsteht gerade so ein Neubau. Schaut euch mal die schönen Stützen hier an, aus Stöckerle. Also tut wahrscheinlich auf jeden Fall seinen Zweck. Nur jemand hier vom TÜV oder der Berufsgenossenschaft, ich weiß gar nicht, der kann hier eigentlich gar keinen Urlaub machen. Der kann ja nicht einmal ruhig schlafen. Aber ich finde es gut, es funktioniert alles. Das ist ja genau das, was ich ja sage. In Indien ist es anders, aber es funktioniert auch. Und es funktioniert auf die eine Art und Weise gut. Und die Leute kommen damit klar und ist halt entsprechend, das ist das, was ich da irgendwie versuche rüberzubringen. Es ist anders wie bei uns. Und man kann sich darauf einlassen oder wenn man hier ist, entweder ja, ist es so oder man akzeptiert es nicht, aber dann kann man es auch nicht ändern, dann braucht man auch nicht hierher fahren. Ist halt entsprechend anders. Ja, und weil es uns halt langweilig ist und wir uns ein bisschen bewegen wollten, sind wir jetzt hier raufgelaufen auf diese Stadtburg, auf diese Festung. Unser Hotel ist da unten, wo die Bäume sind. Und jetzt wollen wir einfach da noch aufs Kloster rauf. Schön langsam, wir sind hier wie bisher auch auf 3,6. Schön langsam das Trampelpfad da hochlaufen. Schau, schön langsam. Die Luft ist dünn. Wenn ich gut Luft kriege, ist der Puls immer noch von der Ja, genau. Einfach abwarten. Ja, wir müssen viel Pause machen. Der Puls ist hoch. Nichts überstürzen. Ja, wir hören und sehen den nächsten Flieger, der hier reinkommt. Da unten sieht man den Flugplatz. Und wir zwei quälen uns hier auf den Mönchberg, auf den Berg, wo das Kloster ist. Wie immer. Gratulation. Ja, dir auch. Du zum ersten Platz. Ah, ja, ist schon heavy. Hier sind die professionellen Bergwanderer da mit dem schönen grünen Rucksack.
gehen jetzt gerade den Weg vom Schloss runter. Rustikaler Weg. Ganz rustikaler Weg. Und das Beste ist, jetzt sind wir da den Berg raufgelaufen und jetzt gehen wir runter und wisst ihr wohin? Wohin geht's jetzt? German Bakery. Hier riecht's lecker. Nach Essensrückgabe. Ja, wie man sieht, hat es geklappt. Wir sitzen in dem Flieger und starten am Freitag in der Früh mit einer Indigo-Maschine nach Delhi. Super. Herr Toni, wir sind in Delhi. Schaut so aus. Total unerwartet. Unerwartet, aber wir sind da. Ja, wir sind jetzt in Delhi angekommen. Die Gesichter, die Stimmung steigt und neben mir zwei nette Damen. Einmal die Kerstin und die Conny. Wir hatten eine schöne Unterhaltung. Ja, und jetzt schauen wir nochmal, wie der Weiterflug sich gestaltet. Aber ich bin zuversichtlich, hier gibt es wieder Internet. So, jetzt fahren wir mit dem Uber-Taxi in die Stadt. Das Gepäck da vorne sitzen. 6,40 €, überlegen wir mal, wir sind satt mit 6,40 €. Ja. Wie viele Kilometer sind wir jetzt? 18. In Delhi angekommen, Gott sei Dank, hat gut geklappt, Flug war super, habt ihr ein paar Aufnahmen gesehen. So, und jetzt hocken wir hier in einem Uber-Taxi. Der flinke Toni hat natürlich schon ein Hotelzimmer gebucht in der Altstadt in Alt-Delhi. Oder? Alt-Delhi? Ja, und so schaut das hier aus, modernste Autobahn, die in die Stadt führen für ein paar Euro, und das lassen wir uns dann gleich gucken. Kühe auf der Straße. Wir warten auf die Elefanten. Sieht man jetzt gleich nochmal diesen Affengott? Da oben, ja, da ist er. Jetzt halt. Hanuman. Ja, da ist er. Wir fahren gerade durch den Main Bazaar. Main Bazaar Road. Das ist alles ein bisschen brutal. Chaotisch für unsere Verhältnisse. So, das ist also jetzt der Hof, wo unser Hotel ist. Und wir sind jetzt hier mitten in der Altstadt. Oh, eine Nummer. That's okay. Der Toni 200. verhandelt gerade mit dem Rikscha-Fahrer. Okay. Oh, that's so much. Wir machen Let me take over. Wir machen noch eine Stadttour jetzt am Nachmittag durch Delhi. Wir haben ein schönes kleines Zimmer hier und der Toni verhandelt. Da wollte auch 300 zum India Gate. Okay. Du bist noch zu teuer. Ja, da weiß ich also, aber okay, wieder so geil, aber sonst was. Schau mal das an, den Bau hier. Super, ha? Ja, hier geht's halt so wie die Hölle, gell? Ist die wieder heim, oder? Ja, wieder heim. Ey. So schön, ich war so lange nicht mehr da. Vertraute Hupen, Ja, eine ja. wunderschöne Geräuschkulisse. Also wir machen uns jetzt auf den Weg zum Connor Place. Ja, Richtung Connor-Place. Connor Place und noch Sehenswürdigkeit, das Gate of India. Und schauen wir einfach mal, vielleicht. Schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Elektro-Tuk-Tuk. Die einzelnen Geschäfte hier. Und hier wird Stahl geflochten auf der Straße. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Kreisverkehr ist oder was das hier sein soll. Nee, wir müssen Hallo, no, thank you. Toni? Vorsicht. Schaut mal her. Da gibt es Granatäpfel. Oh, super. Thank you. Ich muss echt sagen, das ist der Hammer.
So, wir sehen jetzt gerade mal hier 200 Meter die Straße runtergegangen. Ein Gewusel, ein Menschenmassengehupe. Krass, echt krass. So richtig hingeschissen überall. So, wir wollen jetzt zum Connor Place. Das ist da vorne. Ein Hubkonzert, eine Luftfeuchtigkeit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Richtig heavy. Gerade an der Bushaltestelle. Toni, kannst du mal zeigen, wo wir jetzt gerade sind? Also das ist ein Kreisverkehr, der aus 3 einzelnen Ringen besteht. Genau. Und wir haben unsere Unterkunft, wo haben wir jetzt gesagt? Da oben irgendwo. Da oben irgendwo, Ja. oder? Genau. Ah, in der Nähe vom Bahnhof, oder? Ja. Also da ist jetzt ein Zebrastreifen. Wir versuchen hier lebendig rüberzukommen. Ja, kein Problem. Die treffen sich. Ja, die treffen drüben. Ah, da ist eine Ampel. Okay, jetzt halt, oder? Warte, das rot ist. Wo ist eine Ampel? Okay, dann gehen wir doch einmal so Bis zur Mitte gehen wir. bis zur Mitte. Okay, okay, gut. Hey, wir haben es sogar geschafft. Hey, kann man die Lokomotive aufladen? Lokomotive. Hier ist eine Lokomotive. So, und das ist der Inner Circle von dem Connor Place. Was ist da in der Mitte? Toni, ist da irgendwas? Park, da wollte ich jetzt eigentlich rüber. Ich glaube, da ist ein Übergang. Gehen wir mal rüber. Ah, okay. Außer du willst lieber shoppen. Wir sind jetzt in einer Parkanlage hier im zentralen Kreis des Connor Places. Mal Wasserspiele sein. Aber es schaut ein bisschen in die Jahre gekommen aus. He? So, und so schaut McDonald's in Delhi aus. Jetzt muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich habe mich nicht getraut, an einem Street-Food-Stand zuzuschlagen. Deshalb Fast Food. Das India Gate, das ist also ein Denkmal, so wie ich das interpretiere, das 1947 für die Gründung des Staat Indiens gebaut wurde. Und dieses Areal ist wirklich riesig. Da hinten ist das Parlament. Ja, und die Leute erfreuen sich heute Freitagnachmittag. Wie man hier sieht, alles bunt. Kinder, Frauen, alles da. Jeder freut sich, dass er heute das schöne Wetter genießen kann, gell? Einschließlich wir. Ja, Taxi wartet da drüben und ich soll hier über die Straße gehen. Ich bin noch nicht lebensmüde. Später und ich gehe da nicht drüber. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Spuren. Keine Chance. Also der nette Polizist hier, der jetzt gerade geht, der hat mir jetzt gerade über die Straße geholfen. Kommt mir zwar vor wie so ein Rentner, aber ehrlich gesagt, das ist für mich too much. So, hier Seifenkistenrennen vom Feinsten. Und die muss man jetzt schon ein bisschen festhalten, weil da wird auf Teufel komm rausgefahren und guckt. Wenn es mal ist, gell, dann gibt es Eier. Das ist jetzt unser Hotel. Da steht es da drauf. Ja, jetzt ist nachmittags im Hotel bzw. abends und der Rückflug mit der Lufthansa wurde mir ja storniert, wie ich schon berichtet hatte. Ist kein feiner Zug, aber eine Lösung musste her. Wir haben dann kurzfristig über die Finnair gebucht. Das ging dann über Helsinki. Problematisch war es nur, dass der Bezahlvorgang mit meiner Kreditkarte online in Indien nicht ging. Toni hat ausgeholfen und so konnte ich am nächsten Morgen fliegen.
Ankunft in München, Gepäck holen und dann raus. Die letzten Rupien, die kommen jetzt hier bei der AWO in die Donation Box. Hi! Hallo! Da komme ich gar nicht zu dir. Hallo! Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2Wheels4Adventure. Bis zum nächsten Mal.